Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Wir klicken auf Weiter und die Hauptstory wird natürlich fortgesetzt. Wir müssen natürlich über Logan ermitteln, was für ein Mensch er war und was aus ihm wirklich geworden ist. Das werden wir jetzt hier noch weiter erfahren. Und nebenbei natürlich noch, hier diese 2 Stahlrahmen herstellen. Momentan nicht können, weil wir nämlich noch Stangen brauchen. Metall, Mangan, Stahl, Stange. Das dauert noch ein bisschen. Ich schau mal sicherhalber. Einmal kann man schon herstellen. Und dann brauchen wir wieder 6 Manganstahlstangen. Und, ja, genau. Da muss man Manganstahl-Dingsbums holen. Ein paar Erze. Ist gar kein Problem. Manganstahlstange. Wir brauchen Manganstahlerz. Gibst du mir? Gibst du mir. So, wie auch immer. Hier Manganstahlerz. Einmal kaufen. Komm, wir kaufen mal das ganze Areal leer. Man kann ja nie wissen, zu was wir das noch gebrauchen könnten. Und ja, genau, den Rest, der ergibt sich so. Gut. Jetzt haben wir keine 20.000 mehr so richtig. Wir haben auch nichts über. Wir müssen noch ein bisschen mehr sparen, ein bisschen mehr Handel treiben und bla 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 bla. Handel treiben. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, hinzufügen, auch was zum Verbrennen ist natürlich Dreck. Verbrennen wir hier auch. Wenn es doch mal im richtigen Leben so wäre, Dreck zu verbrennen. Das war echt cool. Aber jetzt geht erstmal die Story weiter mit aus der Vergangenheit. Wir wollen schließlich wissen, was aus der Vergangenheit passiert ist mit, er rennt weg. Sie rennt weg. Jasmin! Sie rennt einfach weg. Jasmin, wo bist du? Ah, nein, da. Miguel ist auch da. Aha, die unterhalten sich immer wieder. Nun, ich glaube, ich verstehe, dass es mich... Wenn du sagst, dass es dumm ist, dann ist das nicht objektiv, sondern deine Meinung. Das ist subjektiv. Ich meine, das ist wirklich so... Hä? Was ist wirklich so? Ich würde es gerne unterbrechen, aber ich kann nicht. Kannst du doch nicht jetzt so stehen lassen. Okay. Geht nie weiter. Schade. Hey! Are you okay? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir, Jasmin? Wie soll ich fragen? Zeig dir das Foto von ihrer Zeichnung. Hast du Logan in der Nacht des Vorfalls im Tempel gesehen? Tschüss. Erstmal das Foto. Ne? Erstmal das Foto. Oh. This. I never should have drew this. If I knew what was going to happen, I never would have. Und was hat das jetzt auf sich? We used to go on lots of adventures. Then Logan changed. He didn't care about me or my mom or anybody. Was? Mutter und alle anderen waren ihm egal? Warum? My mom said if things get better, we were going to rebuild a school in Sandrock. Aha. But things got worse because of Logan. Now I'm the only kid in town. Was? Du bist jetzt das einzige Kind in der Stadt. Okay. Hast du Logan in der Nacht des Vorfalls im Tempel gesehen? He told me right before the incident everything would be okay. He lied. Okay. Ich kann bloß die 2 Fragen stellen. Miguel? You're looking into the Logan incident, eh? Dreadful stuff. Quite displeased to see things turn out the way they did. Not to mention the fallout since. But it can't be helped. To be blunt,
If Howlett had stayed out of the ruins we all know are too dangerous to explore, he'd still be alive. Yes, I made the decision to put Howlett under quarantine. Yes, it did enrage Logan and drive him to madness. But I did what was best for the town, and I'd do it again if I had to. Okay, dann hat er nichts Falsches gemacht, eigentlich. It's not a pleasant tale, just like the state of our world, unfortunately. Okay, aber warum? Da muss da noch irgendwie eine andere Hintergrundgeschichte stecken. Warum? Warum ist er da ausgerastet, wie er, naja, in Quarantäne gesteckt wurde? Da muss doch irgendwie ein tiefgründiger Grund dahinter stecken. Wenn ich jetzt Arvio, muss ich mit Arvio sprechen oder nicht? Ich schau mal. Ja, ich muss mit ihm auch noch reden. Okay, dann, ja, dann triggere ich die andere Quest noch an. Bleib stehen! Nein, nicht abhauen! Ah! Ah, hallo. Tut mir leid, wenn ich etwas verwirrt wirken sollte. Es ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Um Geld für meinen nächsten großen Vorstoß bei den Treppen zu bekommen, habe ich einen Aufruf für Investoren veröffentlicht. Und ich habe nur eine Antwort bekommen. Welche Art von Investor? Ja, das ist es, was mich so verwirrt. Das ist das Bizarrste überhaupt. Er hat mir 20.000 Jolts übermittelt. Mir nichts als seine Unterschrift Tony. Also schrieb ich natürlich sofort zurück. Ich dachte ihm für seine Unterstützung. Ich dankte ihm für seine Unterstützung und fragte ihn, ob er sich mit mir treffen möchte, um über die Verwendung der Mittel zu sprechen. Und er sagte nein. Und ich schrieb einen weiteren Brief. Gibt es irgendwas? Und ich meine, irgendetwas, sage es, irgendetwas, was? Dass ich für dich, ja wow, irgendetwas, dass ich für dich, oh, was ist denn für ein Deutsch? Und er sagte, ich möchte, dass du ein paar Schuhe für die Haustiere von Sandrock machst. Oh. Okay, ich fragte, warum? Und er hat mir nicht geantwortet. Ein weiteres Nachhaken, aber keine Antwort. Er ist jetzt schon Wochen her und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, gib es doch einfach mir. Sieht aus, als würden wir Schuhe für Haustiere herstellen. Ja. Ich denke, eine Sache ist klar. Toni hatte nur eine Bitte und als aufrechter prinzipiell Ladenbesitzer habe ich wohl keine andere Wahl, als dieser Bitte nachzukommen, egal wie bizarr sie ist. Wirst du mir helfen, diesen seltsamen Auftrag zu erfüllen? Ich soll Schuhe herstellen? Schuhe für die Haustiere von Sandrock? Oh, sicher, warum nicht? Ich glaube, es ist richtig. Ist das zu tun? Nun gut. Ich werde mit Vivi die Einzelheiten besprechen und sie dann bitten, dir ihre Entwürfe zukommen zu lassen. Gehen wir es an. Hello there! What stroke of luck has got you my way? Sorry, jetzt geht das richtig los mit dem richtigen Gespräch. Zeig ihm das Foto. Mit der Rezeptliste. Oh boy. It seems my secret supplier has been revealed. Yes. I told Mianne that those recipes were company secrets. Which was true. Only Haru and myself are privy to such knowledge. What? I was the only one left around here who knew how to make that stuff. I'm supposed to just give away my recipes like that? Come now. I've got to pay the bills too, you know? It's really so unpleasant what happened with Haru. Not only because I consider him a friend of mine, but also because of that great mind of his. Okay. Wisst ihr, was mir schon mal aufgefallen ist in letzter Zeit? Warum haben die Leute in ihre Augen so einen roten Punkt? Soll das so sein oder ist da irgendwie eine Krankheit? He was always coming up with inventions and such. We had a really good deal. All the products he showed me how to make,
I put up in my shop and we split the earnings. 50-50. Aha. I've even put aside what he'd be making. You know, if he ever comes back. Okay. Whatever would a bright and unassuming fellow be doing with a barbarian like Logan anyway? I say there must be blackmail involved. Haru would never turn against us on a dime like this. Well, friend, now that you know how to make the stuff, care to not spread it around too much? Hello there! What stroke of luck has brought you my way? Aha. Hast du Logan in der Nacht der Vorfahrt im Tempel gesehen? That night? When Logan attacked the temple? Ja. I'm afraid I didn't see anything. I was just at home going through my inventory. I found out about all the commotion later, just like everyone else. I think it's great that you're looking into things. Haru can't be the villain they're making him out to be. He just can't be. Haru? Mhm. I wish you luck in your investigations. Let me know if there's anything else I can do to help. Okay, danke schön. Mit den gepunkteten Augen. Hat der auch gepunktete Augen? Ich guck mal kurz. Die haben irgendwie... Wie sehen ihr? Ah, das ist bestimmt der Sonnenuntergang. Deswegen. Gepunktete Augen. Ah. Also rot gepunktete Augen. Gut, dann gehen wir mal rein zu Mathilda. Mal gucken, was sie zu berichten hat. Ich hoffe, sie kann da ein bisschen mehr erzählen. Howdy there. Any news to report on the water tower? Zeige das Fotos der Karte. Goodness, nowhere ever did you find this. You know, you don't need to be sneaking around, acting all suspicious if all you're after is information. Yes, this makes sense. Although I must admit, this shows a level of organization from Logan I can't say I was aware he might be capable of. No doubt you started to put things together since your arrival, but perhaps you'd best hear the tale in its entirety to dispel any misconceptions you might have about the whole ordeal. Not too long before you started living in Sandrock, a great tragedy struck this town. Howlett, the monster hunter, and his son Logan, with whom you are already quite familiar with, ran into some trouble. Mhm. Howlett went diving in some ruins explicitly blocked off by the Civil Corps due to an abundance of unknown and dangerous substances. Sure enough, he became contaminated with something bizarre. Mhm. Okay. Logan reacted rather wildly after Pastor Miguel quarantined his father inside the temple and refused to let Logan come in contact with him due to fears of contamination. He couldn't believe his father would be so careless as to come in contact with dangerous Age of Corruption concoctions. Da muss da noch mehr dahinter stecken. Warum ist er denn so ausgetickt, dass sein Vater... Vielleicht verbirgt die Stadt irgendwas. One night during the quarantine, Logan attacked the temple with bombs. I assume it was to free his father from the quarantine. But whatever the case, Logan botched the operation and parts of the temple collapsed. Us church folk were all outside, but Logan's father was still in there where we'd left him, and when we found him down there, he was already gone. War schon verloren? Okay. Logan blamed us church folk for what happened, and now he seems bent on some kind of revenge. And he'd sooner take down the whole town if it means getting to us, I reckon. Howdy there. Any news to report on the water tower? Well, of course, I was there at the scene of it all, as were most of us. I came out after the explosion, but by the time I knew what was going on, Logan was long gone. Mhm. I appreciate your concern on the matter, but I fear there's not much we can do but trust in the acumen of our Civil Corps to bring Logan to justice. Without hurting him too much, I hope. Try not to get discouraged. There are brighter days ahead, I'm sure of it.
Ja, aber dennoch verbirgt die Stadt vielleicht noch irgendwas. So habe ich jetzt das Gefühl, dass die Stadt irgendetwas noch verbirgt. Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you today? Bombenfoto zeigen. Okay. What's that? Making bombs now, are we? Haha, finally! You're getting into building cool stuff. I meant to say something to you about all those lame screws and boards Nein, ich baue keine Bomben. Oh, I see. Yes, now that you mention it, I believe I have seen these kinds of bombs before. Yes. It's coming back to me. That foul Logan's paramount compatriot used those kinds of bombs as his weapons of choice. Also Haro hat dann... Heißt er so? Haro, glaube ich? Also sein Gewehr, der Haro? A bit cowardly, if you ask me. If you don't have the guts to look someone in the eye as you punch them in the teeth, well, in my book, you shouldn't be fighting at all. Furthermore, these puny things would hardly scathe a indomitable chevalier such as myself. Ja, natürlich. Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you today? So, dann fragen wir ihn mal, hast du Logan in der Nacht gesehen, als er den Tempel gesprengt hat? Aha, trying to track down that dastardly Logan, are you? Good on you, Skinny. If you do find out where he is, why not tell me first? Skip the civil corps, skip the paperwork, you know, make sure Logan gets some real justice. No, I thought we were doing extrajudicial stuff already. It's not such a stretch from what you're doing now. Fine. What do I know? Let me think. The night Logan attacked our temple, I was at home pumping iron. Yes, I believe I was trying to perfect a 300-kilogram clean and press with one finger. But my darn palmar interosseous muscle was acting up. Okay. As soon as I heard the explosion, I rushed out of my room to see Burgess knocked out. That's something I see all the time, but what really caught my attention was the exploded temple. Okay. I managed to catch a glimpse of Logan riding away with someone, but they were too far gone for me to pursue. Maybe it really is time for me to get a loyal steed to call my own. Nah, I'll just keep training to run faster. Well, I hope you enjoyed listening to my story as much as I enjoyed telling it. Say, Skinny Arms, you're a good listener. I'll have to tell you stories more often. Hey, it's Skinny Arms. No more questions, I agree. There's a very good chance there's something around here that could aid in Logan's apprehension. Aha. Okay. 3 Reiter waren das. 3 Pferdereiter waren das. Nicht 2. 3. Wir können uns denken, wer die dritte Person ist. Wir können uns denken, wer die dritte Person ist. Und das war sie. Falls ihr euch fragt, wie ich meine. Elsie. Sie war die dritte Person. Ja. So, Feng. So, Feng, du bist die letzte Person, die ich jetzt noch ausfragen werde. Zeig Feng das Foto mit den medizinischen Aufzeichnungen. Keine Reaktion? No answer. No. Hast du Logan in der Nacht des Angriffs auf den Tempel gesehen?
Nicht? Okay. Wow, das war kurz und bündig. So, da habe ich... Ja, triff Elsie mit... Achso, in Blue... Ich war doch gerade im Blue Moon. Ist egal. Gehe ich da unten rein. Ist egal, wo man reingeht. Ob nun da unten oder da oben. So, ab zu Blue Moon. Ja. You did what? Da geht's los. Du hast was getan? I did what I had to do. Was? What you did was impulsive. And you put our friend in danger. I was coming up with a plan. All right, I reckon when you put it that way, I did what I had to do in order to get things done in a time frame that I could find satisfactory. Which is basically the same thing. Look, here they are now. Everything went fine, right? Keiner schöpft Verdacht. Ich war ein bisschen nervös. Keiner schöpft Verdacht. Naja. Yeehaw! See, it's like I said. Not everybody's a detective. Folks got their own problems to worry about. Getting away with stuff is real easy. Half of the time it works every time. Mhm. That's very specious reasoning. Okay. Much obliged. Well, if you're safe, I guess there's no point in getting hung up on what's already happened. Can you guys just promise me that you'll be more careful in the future? Ja, Ain't klar. y'all ever heard of all's well that ends well? Fortune favors the bold. Stupid is as stupid does. I thought y'all were into book learning. Oh, all right, fine. We promise. Ja, wir versprechen das. Genau. With that being said, spill the beans. What'd you find out? I see. Die Geschichte der Zusammenhaltung wollte ich schon verstehen und hören nochmal alles, ne? Aber das haben sie irgendwie übersprungen. Schade. Also die Zusammenfassung. Wow. So, what does it all mean? I have no idea. What? Come on, you said talking to everyone would help us solve the case. Aha. Ja, irgendwie nicht so. Elsie could really do with a little less backseat detectiving right now. I'm sorry, I'm just all riled up. I think the best thing we can do for now is just wait until we have something else to go on. Okay. Thanks for doing all you did. Your summary on what you learned today was incisive and insightful. Yeah, you went out there and hit the streets like a real hard-boiled bad egg. In fact, that gives me an idea. Tomorrow, I'm gonna give you a surprise. Okay. No, not one of thems. A real surprise. You just better ready. Might want to double check your windows are locked tonight. Ja, das sowieso. Ich habe gar keine Fenster, davon abgesehen. Nothing more for us to do now. Better just get back to it. See ya! Jo, tschüss. Ja, Mission abgeschlossen. So, mal gucken, ob wir auch noch die andere Mission abschließen können. Nämlich das Handeln. Hier Gusseisen, Manganstahlstange, ob das schon alles fertig ist. Eine Manganstahlstange brauchen wir ja nicht, aber hier Gusseisen, Dingsbums, Gedöns, genau. Ach doch, Manganstahlstange brauchen wir doch. Okay. Ja, reicht irgendwie nicht so. Oh. Ja. Okay, dann müssen wir wohl die Nacht überspringen. Sonst kriegen wir das nicht fertig. So, dann schlafen wir mal ein Stündchen. Mhm. Also Wasserpreise haben sich normalisiert. Und jetzt, wenn wir rausgehen, guck mal, wir haben nur dort Fenster. Vorne haben wir kein Fenster, Gott sei Dank.
Und schauen wir mal nach. Howdy there. Rise and shine. Ready for your surprise? Ja, klar. Dann zeig mal her die Überraschung. I just wanted to say, even though we didn't find much poking around Logan's old homestead, well, you believed when almost no one else did. So, thanks, partner. Ja, kein Ding. But kind words ain't worth gills on a cat, so I did you one better and brought you this here baby Yakmel. His name is Doodles. But I reckon you could name him something else if you wanted, 'cause he ain't quite learned it yet. Oh. With Doodles, you could get started with your very own ranch. Wow, danke. Hear that, Doodles? You found a new and loving home. Hooray! Yeehaw! Oh, but shucks. You ain't got a barn, do ya? You can't take care of any animals if you don't have a barn. Maybe you'd like for me to explain a thing or two about raising animals? Ja, sicher. Erklär mal. If you want to raise small animals, you gotta come over to my ranch shop and choose what you like, either a calf or a chicken. Once you done bought it, it'll be delivered right away. But wait, you ain't built a barn yet? You know, different animals need all sorts of different places to live. Rabbits like a hutch, Yakmel need a barn. You gotta have the right home for him if you want him to live with ya. If there's no barn, your Yakmel ain't gonna wanna come live with ya. Ja, das stimmt. Just go see Haiti and get her to fix you up. You know, it was her construction junction that helped us build our stables. Oh, and when you get your little animals running about at home, remember to feed them their favorite food and play with them. If they're in a good mood, they'll grow up so quick and healthy. Well, I reckon that about sums it up. I better be getting gone. I'm sure you and Doodles are gonna be right as rain, and I just know you're gonna take real good care of him. Or else. So long, partner. Thanks for all your help. Oh, gerne. Und wo ist Doodles? Okay, ich sehe keinen Doodles. Ihr bestimmt auch nicht. Okay. Erstmal hier abholen. So. Wer schreibt denn da? Von Vivi. Ah, im Anhang findest du einfache Entwürfe für Sandy, das Kamel und Kapitän die Katze. Die Kamelschuhe sind ein ganz einfaches Design. Arvio wollte Hufeisen, aber für Kamele, ohne zu wissen, dass Kamele weiche Füße haben. Für die Katzen Schuhe. Nun ja, ich kannte mal einen Verrückten, der versuchte, Katzenschuhe zu verkaufen und sie Kätzchen Fäustlinge nannte. Ich will mir gar nicht ausmalen, was für einen Schaden sie angerichtet haben könnten, bevor sie ihnen das Handwerk gelegt haben. Wie jeder vernünftige Mensch weiß, hindern Schuhe Katzen daran, ihre Krallen zu benutzen, was das Klettern ihren Gleichgewichtssinn, fast alles, was sie tun, behindert. Aber wenn wir einer Katze Schuhe anziehen müssen, ist Kapitän am besten geeignet. Ich habe kleine Löcher im Design gelassen, damit er seine Krallen einsetzen und einziehen kann. Mal sehen, wie das klappt. Viel Glück. Dankeschön. Von Grace. All die Dinge, um die ich gebeten habe, sind heute Morgen plötzlich in meinem Briefkasten aufgetaucht. Was für ein seltsamer Zufall. Also ja, du kannst meine Bitte vergessen. Tut mir leid, ich wurde ungeduldig. Was? Oh. Ja, okay. Mission wurde der Mission aktualisiert. Gut, ja, dann Manganstahl reicht, glaube ich, schon. Ja, und ja. So. Aber bin ich denn total bescheuert? Stahlrahmen habe ich doch gerade hergestellt. Ach, das sind keine perfekten Stahlrahmen, richtig? Habe ich es mir doch so gedacht. So, mal schauen. Die kann ich doch bestimmt jetzt noch verbessern mit Spindel von Steinbruch. Ein scharfer Edelstein, der häufig in der Schmuckherstellung verwendet wird. Na toll. Von Steinbruch. Was für ein Steinbruch reden wir? Verlassene Ruine. Verlassene Ruine.
Gibt's hier irgendwo einen Steinbruch? Verdammt. Ah, das ist natürlich ätzend, wenn man sowas nicht hat. Mordeimer? Achso, da haben wir auch noch was. Okay, schade. Kriegen wir den Auftrag nicht fertig. Super. Ah, Teequalität. Oh Mann. Ja, ja. Um Tiere wollte ich mich überhaupt noch nicht kümmern. 20.000 haben wir. Könnten natürlich einmal erweitern. Jagdmehl Kalb. Das ist ein echter. Ah, toll. Oder? Ist das ein echter? Ist das ein echter? Ein junger Jagdmehl. Ah, okay. Ich brauche doch einen Stall. Also Scheune, in dem Sinne. Ah, super. Wir haben ja noch nicht mal die ganze Stadt erkundet, ne? Also hier, die Karte. Wo wollte ich jetzt hin? Bin jetzt total Lust. Okay, hier sind Ereignisse, die würde ich gar nicht antriggern wollen. Bla 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 bla. Konstruktionskreuzung. Da wollte ich hin, genau. Da wollte ich schauen. Genau. Ich wollte gucken wegen, ja, für den Jagdmehl. Hier bin ich falsch. Da. Ja, genau. So, dann schauen wir mal. Da. Scheune. Genau, was brauche ich da? Eisenplatte, Bronzerahmen, Hartholzdielen. Ach du Schüttel. Das habe ich nicht. Also wir können einen Stall bauen. Oder das nur für Dingens. Stall ist nur für, ne? Okay. Hühnerstall? Mhm. Also wir brauchen schon eine Scheune. Also wie teuer ist die Scheune? 1000. Okay. Schön zu wissen. Ne. Ich muss mal gucken, wo ich dieses Dings herbekomme. Ich glaube nicht vom Laden oder so. Oh. Ups. Come one, come on, perusing the views of Sandrock. Does the beauty of the desert flower make you weak at the knees? Don't worry, take home a photograph, show your friends and relatives the wonders that is the desert rose. Yeah, let me get a, one of those desert rose ones? Certainly, sir. And while you're at it, why not take one of these as well? No, just that one will do. In fact, let me get 5 of them. Me too. I saw them first. They're mine, I tell ya. Aha! There's no need to rush, everyone. So, what do you think, our beautiful desert rose? It deserves its reputation, no? She most certainly does. Huh? She? I don't think a photograph has a gender, sir. Cut the malarkey, shopkeep. A dozen desert roses. Chop, chop. Right away, sir. The strangest thing is happening. Everyone is just obsessed with this photo in particular. What could it be? I don't get it. I just wish I knew more about photography. Well, in any case, can't I buy a photo? Hey, sis. Wanna buy a photo? Arvio! What are you doing? What is the meaning of this? You're selling pictures of me? Oha. Huh? No! Oh,
this one. Well, yes, you're in it, but no! Die ist da drauf zu sehen? I was just telling the builder here, there's something about the composition of this photo that really resonates with people. It's just a happy coincidence you're featured in it. Hey, you're gonna be famous. There's nothing happy about this, nor is it any semblance of coincidence. Tourists have been pestering me constantly, asking me to sign this photo, calling me the Desert Rose. Explain that, Arvio! Die Katze dreht da völlig durch. Oh Mann. Ah, the title of the photo is Desert Rose. That's my new name for Sandrock. But they call you. Oh no. Don, you creepy tourist! Jetzt weißt du warum. Don't play dumb with me. You honestly expect me to believe you had no idea? It's been days. Oh. I... Er wusste das wirklich nicht. Even so, this was an extremely careless venture. Ja, ziemlich. Und man muss die Fotos erst anschauen. Genauer. You are kind to say so, but my sister is right. I've been a fool. Arvio, you would do well to develop some foresight whenever concocting these schemes of yours. This is doubly true whenever your plans involve an unwitting accomplice. If you're ever not sure, Light, just ask me. Echt mal. Nachfragen, nicht einfach verkaufen. I will be returning to my shop. My only hope is that my path is not blocked by the rabid tourists that you have wrought, brother. Goodbye. Oha. Wow, she's really mad. Ja. Even more so than that time I ruined her kiln trying to make a pizza in it. Cannot stand. The thought of those greasy tourists smudging up those photos in their slimy grip, gawking over my poor sister. I can't take it! I've got to get those pictures back! Really? You'll help with this too? You really have a big heart. Alright, let's split up. These guys couldn't have gone far. Just be on the lookout for anyone creepy looking. Or anyone you just saw buying a photo. Do whatever it takes to get those photos back. Without breaking the law. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Pistole schon mal in der Hand. Hier, Tourist. Du ekelhaft. Hey, I overheard your conversation with the shopkeeper guy and the Desert Rose. I was hoping you wouldn't notice me, but now that you're directly confronting me, Dankeschön. Links einer mit einem offenen Ohr. Der Rest ist schon wie Sigwo. Okay, dann holen wir mal schnell. Auch wenn wir jetzt in Überlänge sind. Huh? Muss man Desert Rose? Photo? Nah, never heard of it. Shove off. Double? Dang, you're a grade A simp for this girl, huh? Well, I won't say no to cold hard cash, but you better be careful. Don't spend all your hard-earned cash on a girl who doesn't even know who you are, Die weiß schon, wer ich bin. Also, laber nicht so Mist. Nay. I can't be giving you my Desert Rose photo. 'Tis mine. And I planned for it to comfort me on those lonely nights out at sea. However, were I to hear one good reason why I shouldn't keep it, I might reconsider. I might. Ich werde dir ein Bild von mir geben. Nee, will er nicht. Walrus's beard! At last, these photos are being distributed without her knowing? Take this photo from my hands, young desert dweller. I shan't be needing it no more. Mark these old sea dogs' words. Any such copy of that there photograph out there, I'll be making sure they finds their way to the bottom of the briny deep.
Okay, danke And you schön. can tell that silver-tongued salesman I'll be waiting for him in Davy Jones' locker. Okay. Sehr gut. Dankeschön. Ohne viel Tamtam hat das mir gegeben. Super. Finde ich gut. You want my Desert Rose photo? Hey, you're in luck. I was looking for a way to do a good deed today. Here you go. Now I'm off to Atara to commit more tax fraud. Yep. Gut, jetzt der letzte, der stellt sich bestimmt quer. 100%ig stellt der letzte sich quer. Und da muss ich wohl, glaube ich, vielleicht muss ich da vielleicht handgreiflich werden im Spiel. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie das konzipiert ist. Ob der letzte dann richtig rumzickt oder nicht. Das ist ein Blondschopf. Okay. You want my Desert Rose photo? You're gonna have to fight me for it. Ich wusste es. I'm just kidding. Here you go. Have a nice day. Hä? Oh, ich dachte, jetzt kommen wir... Okay. Ich dachte, kämpfen. Schade. Aber wie er meine Pistole gesehen hat, dann hat er wohl... Nee, wollte er noch nicht. Gut. Arvio. You got all the photos? Wow, that was quick! How'd you do it? Goodness, well done! You must really have a way with words. I found it quite difficult to get anyone to part with their photos. Phew. It's finally over. But now, what am I to do with all these photos? Leg sie, zerstöre sie lieber. You may be right. The only way to be completely sure that no one will ever use these to creep on my sister again is to destroy them. Aha. Ah, but I paid 50 golds to make all these copies. Tell you what, I'll think on it. In the meantime, why don't you take one as a memento for this whole ordeal? Nein. I believe I can count on you to enjoy this photo the way it was meant to be enjoyed. As landscape photography. Nein. Thank you again for all your support through this difficult time. Hopefully, my next business opportunity will have less disaster. Ja. Der labert viel, wenn der ganze Tag Tierschuhe herstellen. Okay. Und die Tierschuhe, das machen wir dann am nächsten Tag. Ich denke mal, das reicht jetzt für viele Aufregung wegen Foto seiner Schwester. Na? The Church of the Wir Light. können ja mal genauer hingucken. Ist da wirklich sie drauf? Nein. Genauer angucken geht's nicht. Aber wir schauen gerne mal drinnen an. Ich häng's erstmal auf. Achso, muss ich auch in der Leiste reintun. Genau. Hier, 7. So, wie sieht's aus hier mit dem... ja, okay. Ich glaube, das mit dem Handel wird nichts. Muss man mal gucken. Wo ist hier nochmal Mission? Hier. Wie viele Tage? 7 Tage halt noch Zeit. So, dann gucken wir mal. Hängen wir das Foto einfach mal hier an und gucken uns das mal genauer an. Also, ich sehe die da nicht mal drauf. Ich sehe da bloß den Kapitän drauf. Ach, da ist sie drauf. Da, ganz klein. Ah, deswegen. Kleine Schlawinias. Aha. Okay. Den Tag werde ich nicht überspringen. Foto lasse ich hängen bei uns. Ich denke mal, kein Problem. Hello there. I've heard all about you. So glad to finally meet you face to face. I'm Trudy, the mayor of Sandrock.
Mhm. Anyway, I just wanted to come by and introduce myself, since I just got back in town. We don't get a lot of new folks, so I'm mighty glad you're here. Mhm. I'd also like to extend an invitation to the next fireside on Sunday. We've got a lot to talk about. No doubt you've heard about what Logan's done. Mhm. You seem to be adjusting quite well to Sandrock, and we're happy to have you. See you around. Hast du Aufträge, Stadtgeschäfte? Oh, commissions? I hadn't checked on any of that yet. I'll have Matilda in the church fill me in right away and get back to you. Okay. Actually, there is one small thing I guess I could use help with. Although I'm sure you're very busy. Was ist das? You don't need to trouble yourself too much with this, but I do need a new desk at City Hall. It seems Matilda took a liking to my old one and made off with it. Na klar. I'm sure she'd give it back if I asked, but perhaps it would just be easier if we both had nice desks, don't you think? So if you do get time, it would be quite nice of you to help me with this minor thing. Thank you. Natürlich. Mission Schreibtisch. Mit Stuhl. Ach, jetzt muss ich auch noch die Anleitung holen. Ich muss die Anleitung holen. Ach, nö. Gar kein Bock. Brief? Von Nia. Ich habe vom Professor gehört, dass es in Sandrock einen Terroranschlag gegeben hat, bei dem der Wasserturm gesprengt wurde. Mein Herz blieb stehen, als ich das hörte. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich wusste nicht, ob es dir gut geht. Bis ich ihm Tumbleweeds Standard las, dass niemand verletzt wurde. Später habe ich endlich den Mut gefunden, deiner Mutter davon zu erzählen. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Sie sagte mir, dass alles gut wird und dass du stark bist, aber ich merkte, dass sie sich hinter ihrem ruhigen Auftreten große Sorgen machte, weil dieser Bandit immer noch da draußen ist. In der Nacht, als ich die Nachricht hörte, habe ich kein Auge zugetan. Immer wieder bringen mir Bilder vom brennenden Wasserturm durch den Kopf. Da habe ich beschlossen, nach Sandrock zu fahren und dich mit eigenen Augen zu sehen, um sicherzugehen, dass es dir gut geht. Ich habe mich bereits bei der Botanikschule beurlauben lassen und ein Zugticket gekauft. Wenn alles gut geht, sollte ich etwa 2 Tage, nachdem du diesen Brief erhalten hast, dort sein. Kannst du mich vom Bahnhof abholen? Bitte, bitte? Oh, ich habe meine Frisur ein bisschen verändert. Deshalb ist ein neues Foto beigefügt. Ich will nicht, dass du auf dem Bahnsteig an mir vorbeiläufst und mich nicht erkennst. Ich freue mich schön, dich zu sehen. Deine Freundin für immer, Nia. Oh, ist das süß. Ach, das ist voll drollig. Oh, schaut doch mal. Das ist voll süß, auch wenn wir gerade fast eine Stunde dabei sind. Aber es ist voll süß. Also sie sind schon befreundet, also so richtig. In 2 Tagen nach diesem Brief. Okay. Das wäre hier am 18. Erinnerung hinzufügen. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit. Ich mach mal um 6. Sicher. An Ereignis. Beschreibung. Nia kommt vorbei. Und dann werden wir uns richtig anfreunden mit ihr. Wir müssen Geschenke vorbereiten, ne? Oh. Habe ich dann für das andere hier noch Zeit? Ja. Aber zu Tisch nur 4 Tage Zeit. Ach du meine Güte. Anleitung kaufen. Aber ich kann nicht. Ich muss jetzt langsam aufhören. Es geht immer weiter und weiter und weiter.
Okay, dann sage ich mal an der Stelle, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Vielen Dank und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von My Time at Sandrock. Ciao mit V, tschüss mit Ö, tschüss.